Hallo. Ja. Jetzt gibt's was umsonst. Ne? Games for free. Wir sind's, die Piranhas, 2 davon, und wir wollen jetzt Spiele verschenken. Also Games for free, ne? Ist doch verschenken, oder? Also ist fast wie verschenken. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, hast du schon mal Games verschenkt und hast du dabei schon mal daneben gelegen? Und die haben Folgendes gesagt. Ich habe ganz, ganz viele Spiele schon verschenkt. Ob ich daneben gelegen habe? Eigentlich nicht, nee. Ich habe zumindest von niemandem bisher gehört, dass er sich darüber geärgert hätte. Eigentlich nicht, weil ich mir Wunschlisten von Leuten angucke, bevor ich ans Verschenken gehe. Oh, ich überlege gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals... Warte mal, wann habe ich ein Spiel mal verschenkt? Ich glaube nicht, ich habe aber noch nicht so viele Spiele verkauft tatsächlich. Verschenkt, sorry. Ich mach's nicht. Mein privater Freundes- und Bekanntenkreis spielt nicht, weswegen ich Gott sei Dank niemals Spiele schenke oder schenken muss. Verschenken tue ich eigentlich selten, es sei denn, ich weiß, die Person wünscht sich das unbedingt und dann finde ich es aber auch immer schwierig, dann irgendwie den Moment abzuwarten, Geburtstag, Weihnachten, was auch immer, dass die Person sich bis dahin das nicht selbst organisiert hat. Aber ich verleihe sehr gerne Spiele, wenn ich höre, da ist Interesse und hat es auch nicht gespielt. Das funktioniert gerade besonders gut bei älteren Titeln. Ja, also einen geschenkten Gaul guckt man ja nicht ins Maul, ne? Sagt man so. Oder einen geschenkten Barsch guckt man nicht hinter den Kiemen. Ja, also so oder für so. Geburtstag oder Weihnachten oder so habe ich tatsächlich auch schon viele Spiele geschenkt gekriegt. Ja. Und das war meistens eigentlich immer gut. Meistens eigentlich immer gut. Ich hatte jetzt, während ich den Satz spreche, darüber nachgedacht, ob mir ein Negativbeispiel einfällt. Ist mir aber nicht eingefallen. Ja, Games ist immer so eine Sache. Also erstmal muss man denjenigen sehr gut kennen, ja, dem man ein Game schenkt. Und meistens ist es so, oh, habe ich schon. Vor allem, wenn man nämlich so ein Spiel schenkt, was gerade rauskommt oder so, dann hat derjenige sich das ja meistens schon gekauft, oder? Ja, ich sag ja auch immer, wenn du Geburtstag hast oder kurz vor Weihnachten, dann kauf dir doch einfach nichts. So mache ich ja auch nicht. Ne? Das hört sich so an, als wenn ich jetzt irgendwie, oh, habe ich schon, als wenn ich da... Ja, okay, also kam das schon mal vor? Ich sag nix ohne meinen Anwalt. Kam das schon mal vor? Ja, haben wir schon mal doppelt Sachen irgendwie gehabt oder so? Naja, jetzt muss ich sagen, es ist mir tatsächlich schon mal passiert, dass ich an 2 Feierlichkeiten meiner Mutter das Gleiche geschenkt habe und habe vergessen, dass ich es ihr schon mal geschenkt habe. Okay. Das ist dann natürlich mega peinlich. Ja. Ja, weil ich hielt das für so eine gute Idee, dass ich dachte, das musst du ihr schenken. Und dann dachte ich, das ist so eine gute Idee, das musst du ihr schenken. Irgendwie hatte ich da so einen Matrix-Sprung oder sowas. Okay, also da, ne, gut, da habe ich nichts mit zu tun. Gut, okay, Games for free, ne, ist eine coole Sache. Schenken ist eine coole Sache. Aber gibt immer wieder so Aktionen, wo Spiele umsonst gibt, ne? Wo genau eigentlich? Also jetzt nicht so zu Weihnachten, sondern das machen Publisher und Vertriebe und so, die machen das. Warum? Also es gibt sehr viele verschiedene Ansätze. Ja. Ansatz Nummer 1. Ich bin ein Entwickler, der ein Spiel baut. Das ist in unserem Fall zum Beispiel nie so gewesen, dass ich kostenlos anbiete und hole mir die Kosten auf anderem Wege wieder rein. Das ist zum Beispiel sehr gängig bei Handy-Apps. Ja. Ja, dann macht man das zum Beispiel über Werbung, dass man das dann über Werbung wieder reinholt oder zum Beispiel über irgendwelche In-App-Käufe oder Skins oder viele Möglichkeiten, wie ich dann trotzdem Geld generieren kann oder dann im Grunde genommen durch Werbekosten das wieder einhole. Aber das Spiel ist erstmal umsonst. Eine weitere Möglichkeit, auch in der Form, lange drüber diskutiert, ist dieses Phänomen, ich habe ein Spiel, das biete ich erstmal kostenlos an, aber du kommst relativ schnell an deine Grenzen. Das ist dann dieses Pay-to-Win-Prinzip. Eigentlich war es kostenlos, aber um zu gewinnen, bräuchte ich ein paar Sachen, die ich dann doch kaufen muss. Ne? Auch In-App-Käufe. Das ist aber nicht for free. Das ist eigentlich nicht for free. Ja, was halten wir denn davon, ist die interessante Frage, von solchen Aktionen. Also haben wir da auch direkten Einfluss drauf? Naja, also in unserem Fall gibt es ja andere Varianten. Zum Beispiel, es gibt Keys, die man sich zum Beispiel über irgendwelche
Keyseller holen kann. Es gibt so meistens um den Release herum ja auch einen Zeitpunkt, wo irgendwelche Influencer sich Keys holen können, die dann tatsächlich kostenlos sind. Ja. Ne, die sind natürlich begrenzt, weil wenn man irgendwie alle verschenkt, dann ist das irgendwie auch für Käse, weil da macht man ja gar keinen Gewinn. Und da unsere Spiele als Vollpreistitel normalerweise darauf ausgelegt sind, dass Leute die auch tatsächlich kaufen, wenn sie fertig sind, machen wir keine Werbung, In-App-Käufe oder sowas in der Art in unseren Spielen. Aber es gibt zum Beispiel sowas wie Humble Bundle. Ja, da machen die eine Auktion, manchmal sogar für einen guten Zweck. Es gab jetzt zum Beispiel vor kurzem einen tatsächlich auch für diese Corona-Zeit. Da hat THQ Nordic auch mitgemacht. Und da konnte man quasi ein ganzes Bundle an Spielen erwerben. Und je nachdem, wie viele man davon haben will, die da in diesen Paketen drin sind, irgendwie kann man dann tatsächlich von verschwindend gering bis zu mehr etwas zahlen und bekommt dann mehr Spiele geschenkt. Das heißt, wer nicht so viel dafür zahlen will, bekommt im Wert eigentlich viel mehr, als er dafür ausgeben würde. Man kann aber auch beim Humble Bundle dann freiwillig tatsächlich mehr zahlen und so machen die dann irgendwie ihr Prinzip daraus. Das ist dann eine Aktion für einen guten Zweck in dem Fall zum Beispiel. Gut, um die Frage zu beantworten, die ich gerade gestellt habe, ob wir da Einfluss drauf haben? Nein. Wir sind die Entwickler, ja, und wir kümmern uns um viele Dinge, was mit dem Produkt selber zu tun hat und auch mit der Präsentation des Spiels. Das heißt also mit den Inhalten, ne, und halt auch Patches und so, also die Nacharbeiten und so weiter. Aber wo, an welcher Stelle das Spiel vielleicht sogar umsonst angeboten wird und so weiter, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das entscheidet der Producer, der Publisher, ja. Und das war eigentlich immer schon so. Aber wir werden da oft nachgefragt, so, ne? Und ja gut, was halten wir davon? Wir können Dinge von außen meistens gar nicht beurteilen. Weil man kann sich das zwar angucken und es ist zwar irgendwie cool, Dinge zu machen, so, gerade Werbezwecken und so. Warum gibt man ein Spiel umsonst raus? Du hast gerade einen Fall erklärt. Es gibt auch andere Fälle, wo man tatsächlich irgendwie eine Launcher oder eine andere Plattform irgendwie größer machen will. Dann bietet man halt, kommt zu uns, bei uns gibt's irgendwie exklusiv was umsonst, so weiter. Ne? Das sind so Mechanismen, die da teilweise gemacht werden und so weiter. Da haben wir uns auch öfter schon drüber unterhalten, auch in anderen Rahmen und so weiter. Wir haben gar keinen Einfluss darauf. Wir Entwickler, wir sind eigentlich darauf erpicht, eine größtmögliche Reichweite zu erzeugen, möglichst viele Menschen zu erreichen, ja, um denen zu zeigen, guck mal, wir sind da, guck mal, das ist unser Spiel, ja. Und solche Aktionen und so weiter, die können wir teilweise gar nicht richtig bewerten von außen, weil wir die Zahlen dazu gar nicht haben. Wir haben die Marktanalyse dazu nicht, deswegen ist das sowas, ne? Und so ein Exklusivdeal und so weiter, das sind alles Dinge, da haben wir uns überhaupt nicht mit beschäftigt. Ja, und haben wir auch nicht vor in der Form. Wir können aber in die Richtung designen. Das heißt, wir fällen natürlich bewusst als Entwickler die Entscheidung, einen Vollpreistitel zu entwickeln. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel entscheiden würde, ich mache jetzt ein Handyspiel und ich möchte gerne, dass über In-App-Käufe mein Geld dadurch reinkommt und ich möchte, damit es möglichst viele Leute erreicht, es erstmal kostenlos anbieten. In so einem Fall würde ich es auch entsprechend designen als Entwickler. Das heißt, im Grunde genommen das Prinzip, durch welche Mechanismen ziehe ich für den Spieler und für mich, dem Spieler, am intelligentesten das Geld aus der Tasche. Ja, das ist ja valide, kann man ja machen. Und dann würde man so ein Spiel entwickeln und dann vielleicht an vielen Stellen des Spiels Punkte designen, an denen der Spieler sich dann immer wieder entscheiden muss, investiere ich dafür jetzt Geld oder nicht. Das machen wir nicht. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, so ein Spiel nicht zu machen und unseren Fokus auf andere Stellen zu legen. Insofern ist das schon ein Einfluss natürlich darüber, was für eine Art Spiel und auf welche Art es verkauft wird, aber nicht in welche Sales es geht zum Beispiel. Und das ist das, worauf du anspielst. Ja, auch, ja. Diese Entscheidungen, die fällen wir nicht. Wir können zwar Anregungen geben und wir sind auch jederzeit ansprechbar, aber das ist im Grunde genommen nicht unsere Baustelle und passiert dann durch den Publisher. Ja, also für uns ist es von außen gesehen sehr schlecht zu messen, was jetzt irgendwie erfolgversprechend ist und was nicht, ja, weil wir sehen diese direkten Auswirkungen von sowas überhaupt nicht. Ja, wir sind die Entwickler, wir machen die Spiele. Und deswegen sind diese Fragen meistens auch immer ziemlich dann, wissen wir nicht. Ja. Okay. Hast du eine Community-Frage?
Auf jeden Fall. Völlig irritiert, ja. Ja, die Kinder, die sind ab und zu mal, ne? Das Multitasking. ist halt so ein bisschen, ne? Ich bin überhaupt nicht Multitasking. Ja, War ich noch nie. Macht ja nichts. Aber ich kann so tun, als ob. Ich kann das ja nachher ein bisschen zusammenschneiden, dass das irgendwie einigermaßen funktioniert. Ich habe eine Community-Frage, die ist ein bisschen kompliziert. Spielt aber im Grunde genommen, also ich finde, der Kern der Frage ist, wie funktioniert eigentlich QA? Ich lese sie mal trotzdem vor. Ja. Wie lange plant ihr für ein Projekt die Arbeit an Updates ein, auch finanziell? Ein Spiel geht ja circa ein halbes Jahr vor Release in die Produktion und Distribution. Wird ab da bis zum Release nur an Updates und Patches gearbeitet oder auch schon das neue Projekt geplant? Habt ihr nach Release und wenn ihr schon am nächsten Projekt arbeitet, nur Mitarbeiter, die an den Patches arbeiten? Wie überprüft ihr, ob die Änderungen funktionieren, besonders die circa in der Mitte bis zum Ende des Spiels sind? Und ihr könnt ja nicht immer ein neues Spiel anfangen. Habt ihr dann bestimmte Saves für verschiedene Punkte? Wie viele Leute sind dann in der Qualitätskontrolle? Okay, das sind ja 5000 Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wie lange patchen wir? So lange, wie es nötig ist. Ne? Wer patcht? Die ganzen Leute, die halt die Dinge verbrochen haben, die gepatcht werden müssen. Ja. Das heißt, das komplette Team teilweise. Ne? Das heißt, an der Stelle, wenn jetzt irgendwann am Level was kaputt ist oder an der Story oder an Programmierung oder sonst was. Ja. Dann, hast du auch noch eine Frage? Also die Qualitätskontrolle, die fängt eigentlich schon... Qualitätskontrolle. Mano, okay. Die Qualitätskontrolle fängt eigentlich schon ziemlich früh in der Entwicklung an. Das heißt, sobald es etwas gibt, was man beurteilen kann, gibt es auch eine QA, die sich das anguckt. Und das für viele verschiedene Bereiche. Es gibt eine QA, die guckt sich den Kampf an. Es gibt eine QA, die guckt sich die Story an. Es gibt eine QA, die guckt sich später den Level an und so weiter. Die Übersetzung, und Funktionalität alles. Und die alles, ja. sind quasi projektbegleitend. Das heißt, begleitend zu dem, dass wir entwickeln und immer eine neue Version rausgeben, kontrollieren die permanent, was wir da rausgegeben haben und geben uns Feedback darüber, über verschiedene Tools, dass wir das... Nein, sag ich ja, du musst unten an das Klavier. Und dann wird quasi durch diese Art und Weise gewährleistet, dass wir schon sehr früh anfangen, auch Fehler zu sehen und sie direkt wegzumachen im Laufe der Entwicklung. Teilweise, wenn Sachen noch gar nicht da sind. Ich meine, da gibt's ja diese typischen Don't you says irgendwie. Irgendwie am Anfang ist eine Figur da und alle anderen sehen genauso aus, da braucht keiner irgendwie eintragen, irgendwie alle Figuren. Das ist ja ein Mann, das ist ja keine Frau. Ja, wissen wir haben noch keine Frauen eingebaut. Das ist halt noch nicht fertig, die werden Dinge noch gebaut. Ja. Aber im Grunde genommen ist es trotzdem so, dass viele Sachen, die vielleicht sonst durchrutschen würden, immer wieder durch die QA gehen und dann auch natürlich von uns gefixt werden. Und das zieht sich quasi so lange hin, bis wir der Meinung sind und das Feedback so gering wird, dass wir sagen, jetzt macht man eigentlich nur noch so Nice-to-have-Sachen oder so Sachen, die potenziell dann schon wieder gefährlich werden, weil wenn man da jetzt anfängt, Sachen zu ändern, dann macht man vielleicht potenziell woanders wieder was kaputt und dann ist eigentlich der Zeitpunkt erreicht, da ist das Spiel fertig und dann braucht man auch nichts mehr machen, weil alle bösen Sachen sind raus, die haben jetzt zigmal drüber gespielt, haben sich alles angeguckt und dann müsste es gut sein. Und dann lässt du dein Spiel bei Release irgendwie auf die große Masse los. Und dann spielen das auf einmal so viele Menschen, dass vielleicht doch noch was auffällt, was vorher durchgerutscht ist. Und dann patchst du. Ne? Na gut, ja, da gab's noch eine Frage, ne? Was war das? Da war ja irgendwie so ein Fragenkatalog, ne? Genau, also da war noch mit drin, natürlich fängt man schon vor Release an, sich Gedanken darüber zu machen, auf was jeden jetzt Fall. nachher. Also während wir in der Endphase der Produktion sind, ja, ne, bevor die Masterphase und diese ganze Bugfixing und Polishing und Geschichten kommen, machen wir uns natürlich auch schon Gedanken über das neue Spiel. Dann, was danach kommen muss. Das heißt, es läuft Hand in Hand. Das ist so ein Jahr, ne, Austausch mehr oder weniger, ne, von dem einen Ding zum nächsten. Und man muss ja schon wissen, wo es hinläuft und so. Und viele, die jetzt, sagen wir mal, kleinere Spiele machen oder so, die sagen, ja, für euch ist es sehr komfortabel, ja, dass ihr irgendwie so ein Jahr lang 2 Projekte parallel habt. So, wir haben ein Jahr für ein Spiel oder solche Dinge, ja. Sowas hört man auch sehr häufig so. Das stimmt auch, ja. Nur, es gibt nicht diese, jetzt sind wir fertig, jetzt gehen wir 3 Monate in Urlaubphase. Die gibt es nicht. Ne? Das heißt, da machen wir halt das, was geht. Genau. War da noch eine Frage? Nö. Eigentlich
Eigentlich ist damit alles beantwortet. Eigentlich ist damit alles beantwortet. Ja, okay, gut. Hoffentlich sind die beantwortet. Hoffentlich. Und, ja. Ne? Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich auch nächste Woche wieder hier. Genau. Piranha Bytes TV. Bis dann. Macht's gut. Ja, unsere Folgen, die sind wie ein Schweizer Käse, ne? Ab und zu kommt mal jemand so, ne? Den schneiden wir dann irgendwie raus und hin und her und so. Es ist schon sehr nervenaufreibend, muss man sagen, so, ne? Man muss sich konzentrieren, was sagt man jetzt von Sermon und so? Also wenn wir das live machen würden, das wäre schon ziemlich spannend.